Ihr seht, wir haben gepackt. Es geht wieder auf Tour. Wir verreisen wieder, diesmal für ein knappes halbes, dreiviertel Jahr. Wo es hingeht, sage ich euch nach dem Intro. Tja, und wo wird es wohl hingehen? Ja, wir fahren mal nach Deutschland. Deutschland soll auch ein schönes Land sein. Das heißt, wir werden uns da auch ein bisschen was angucken. Auf dem Weg dorthin werden wir über Tschanakale fahren. Wir werden dann über Rumänien, über Ungarn und Österreich fahren. Und in den Süden von Deutschland, da werden wir zu den Rheinfällen fahren. Die waren ja auch ursprünglich mal geplant. Und ja, dann geht es in die Nähe von Wiesbaden nach Hause, in das andere Zuhause. Ja, auch hier könnt ihr natürlich wieder mit auf den Weg kommen. Wir werden uns das ein oder andere noch angucken. Wir werden insgesamt knapp 7 Tage brauchen für die Tour. Und ja, dann geht's jetzt los. Jetzt haben wir das Auto nochmal sauber machen lassen. Ist jetzt sauber. Und jetzt fahren wir ins Dorf. Dort steht die Dachbox, die Dachträger, die müssen noch drauf gebaut werden. Die holen wir ab und dann fahren wir auch schon wieder zurück. Gepackt ist jetzt so ziemlich alles. Ja, wir sind wir bereit für morgen. Morgen früh wird der ganze Quatsch eingeräumt. Und dann geht's los. So, Dachbox ist drauf. Da. Und jetzt geht's los. Also zumindest wieder runter nach Pirassis. Und ja, dann fahren wir morgen los. Das war nochmal der letzte Blick für dieses Jahr. Einen schönen guten Morgen. Ja, heute geht's los. Das Auto ist halb gepackt. Die Wohnung ist soweit klar. Letzte Reste werden noch gemacht und dann geht's los. Wir haben etwa 5 Stunden Fahrt vor uns. Es ist jetzt klar bald Mittag. Das war so geplant, dass wir morgens später losfahren und dann entsprechend nicht ganz so viel fahren. Wir haben dann ein Hotel gebucht in der Nähe von Ilgaz, heißt es, glaube ich. Und da werden wir dann die Nacht verbringen und morgen weiterfahren nach Bandirma. Das liegt in der Nähe von Tschanakale, da so die Ecke. Und da wollen wir uns dann übermorgen dann noch ein bisschen was angucken. Genau, und jetzt geht's dann gleich los. Tja, letzter Blick, Auto fertig. Hund ist eingepackt. Der hat das schon gemerkt, der wollte heute gar nicht von uns weg, damit er nicht wieder allein gelassen wird. Freundin vom Ateş zum Abschied. Kleine Fische haben. Tschüss, Meer. Dauert noch. Wir sind jetzt in Samsun wieder angekommen und die Scherife kauft wieder Injir. Oh, wir stehen hier grauig, auch gerade nicht so super, aber so nach 3,5 Stunden Fahrt haben wir jetzt hier mitten auf dem Feld im Nirgendwo eine kleine Pause gemacht oder machen die jetzt gerade, damit hier Ateş mal auch ein bisschen aufs Klo gehen kann. Wir können was trinken, was essen und dann geht's weiter. Wir gehen jetzt hier mal ein paar Schritte. Ja. Gucken uns diese Gegend an. Es sind 26 Grad. Wir sind irgendwie hier auf der Hochebene. Ja. Und da hinten stehen Buchstaben auf dem Berg. Kleine Siesta.
Im Wasser ist ein bisschen, Ups, entschuldige. im Wasser ist ein bisschen Gurke. Oder war? War. Bei mir gibt es Ja. direkt. Oha, jetzt gibt es auch noch Injera. Kahle Landschaft hier. So. Einziger Lichtblick ist hier. Du! Und durch andere Teile. Ja, macht nix. Das ist für uns. Oh, das hier sieht schon mal gut aus. Finde ich nicht schlecht. Da hinten ist leider jetzt versteckt. Das Schönste. Haben die alles zugebaut. Ach, hier kriege ich sie gut hin. Ja. Sehr schön. Haben wir vielleicht etwas überladen Und dünn, oben dick. und überholen. Das ist wie die Häuser hier manchmal. Guck mal, der schafft den gleich. Der streift den gleich. Das ist lustig. Der weicht schon aus, er merkt das schon. So. Wir fahren jetzt mal unter dem Strohballen vorbei. Schnell! Weg! So. Wir gemacht. Den ersten Fahrerwechsel auf der gesamten Tour. Ein Zehntel der Tour haben wir schon abgefahren. Also die Hin- und Rückfahrt, wohlgemerkt. Hä? Hin- und Rückfahrt. Nein, nur Rückfahrt. Vorne scheint der Wald zu brennen. Müssen wir aber wahrscheinlich auch vorbei. Gucken wir mal. Ja, das scheint ganz schön heftig zu sein. Das ist ein richtig große. So, Tag 2 unserer Reise in die Heimat bzw. auf unserem Ausflug nach Deutschland. Wir sind jetzt hier in Bolo gelandet, doch bei Freunden und nicht im Hotel. Es ist ein Stück näher an dem Ort, wo wir heute hinwollen, und da nehmen wir euch jetzt mit. Viel Spaß! Da vorne tauchen sie gleich auf. Die Kalksinterterrassen von Bolo sozusagen. Da waren wir ja im letzten Jahr gewesen und hier kommen wir jetzt im heutigen Tag wieder vorbei. Da sieht man sie gleich ganz gut. Ja, ist natürlich eine Mini-Ausführung zu Pamukkale, aber okay. Richtig. Sind wir über den Wolken? Sind wir so hoch? Ja, eigentlich nicht. Wir sind in Mudurnu und hier ist auch schön. Viele alte Häuser, viele Köpek. So viele alte Fachwerkhäuser hier. Schau dir das mal an. Guck dir das an mit den Hunden hier. Ja. Guck ran. Was für schöne Tiere. Boah, wie viele.
Teile kaputt. Soll schalten. Das ist gepflegt. Ja, wir sind am ersten Tagesziel angekommen. Heute die Schlösser von Mudurnu. Das sind alles einzelne Häuser, die man hätte kaufen können, wenn die Firma sie weitergebaut hätte. Also da steht im Grunde steht das Äußere, aber innen drin fehlt alles. Keine Leitung, kein Strom, Wasser, nichts. Das ist alles im Bau gewesen, bis die Firma pleite gegangen ist und jetzt stehen die Dinger hier rum. Sind alles gleiche Häusertyp, alles so kleine Schlösser. Ja, ob das jetzt nun schön ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ich finde das jetzt nicht so toll. Die Gegend ist gut. Wir waren eben gerade in Mudurnu und dieses Mudurnu ist schön alt gebaut. Das ist ein Ausflugsziel und das hier auch zum Gucken. Nach 300 Metern links abbiegen. Naja, so winzig sind die nicht, wie sie von oben aussehen, ne? Links abbiegen. Lustig. Nach 200 Metern links abbiegen. Und wer bezahlt Rechts diesen abbiegen, Menschen? dann wenden. Nach 500 Metern geradeaus. Wir sind jetzt mal näher rangefahren. Das ganze Gelände ist eingezäunt und mit Wachleuten versehen. Man kommt da also nicht rein und kann nicht mal gucken. Aber man sieht es hier eigentlich auch ganz gut. Das ist hier eine Villa. Die sollten verkauft werden an reiche Araber, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, die Firma ist pleite gegangen und konnte man dann nichts mehr kaufen. Ich gehe hier noch mal einen Schritt runter, ohne runter zu fallen. So, hier kann man noch ein bisschen besser sehen, aber dieses wird hier immer auch gerne genutzt als Picknick-Place. Aber die Leute nehmen ihren Scheiß nicht mit. Eigentlich könnte es dann hier so ein schöner Ort sein und eigentlich könnte man damit auch richtig noch Geld verdienen hier, wenn man das Ganze mal ein bisschen ausschlachtet. Aber gut. So, ein paar Drohnenaufnahmen habe ich auch gemacht. Das zeige ich dann natürlich auch hier. Und dann fahren wir weiter jetzt nach Bursa. Antike Wasserweg ist das. Nach 600 Willst du Metern gucken? geradeaus auf Ösa Sokak. Aşkım. So, wir sind hier in Iznik gelandet und es ist mal wieder so wie immer, wenn wir hier irgendwo mal landen, dann sehen wir auch wieder was. Und zwar sind wir hier in einer antiken Stadt. Hier sehen wir die römische Wasserleitung. Diese Stadt wurde, ich glaube, 300 vor Christus irgendwann mal gegründet. Und ihr werdet sie vielleicht kennen. Später hat sie Bedeutung gekriegt als Nicäa.
Und zwar das zweite Konzil von Nicäa, das also sozusagen hier festgelegt hat, was alles in der Bibel drin steht. Das war hier. Und ja, hier haben wir mal so ein Stadttor. Da gehen wir jetzt mal rein und diese ganze Stadt ist halt das noch. Ja, die Römer haben es dann natürlich weiter ausgebaut, Wasserleitung gebaut und hier ist dann die Stadtmauer. Gehen wir hier so entlang der Stadtmauer. Gut, die ist jetzt nicht so in dem allerbesten Zustand. Aber historisch, sehr historisch. Ja, also in der Tat, ich habe nochmal nachgeguckt. Zweites Konzil von Nicäa, das war hier. Und da hat man, wie gesagt, alles festgelegt, was in der Bibel steht. Das gehört rein und das gehört nicht rein. Ja, wieder mal was wir nicht erwartet, also ich zumindest nicht erwartet habe. Sharifa hat gesagt, sie wusste das alles. Naja gut, ich wusste nicht, was es ist. Ich wusste nur, dass hier halt diese... Ja, Das hier ist trifft, nicht eine antike hier Stadt. trifft Moderne auf Altertum irgendwie. Da ist die moderne Rohrleitung durch die alte Mauer durch. Haha, Ja, witzig. ist auch Wasser. Jetzt sind wir eben ein bisschen an der Mauer entlang. Und das sind wir jetzt hier am Stadttor. Ja. Das da hinten war ja auch die Wasserleitung. Und da kommt das Wasser hierher, hier durch. Und da unten war ein kleiner Brunnen. Da konnte man das Wasser zapfen wohl. Oder es lief da raus, was weiß ich. Keine Ahnung. So richtig fette Mauer hier. Und die geht ganz schön lang. So, da sieht man auch noch mal die antike Wasserstraße sozusagen. Also das Viadukt. Keine Ahnung, wo es herkam, müsste man mal gucken. Aber das hat dann die Stadt wohl mit Wasser versorgt. Wir fahren immer noch an der Festungsmauer entlang, ist riesig und ewig lang. Mal gucken, wie lang. Das schaffen wir gar nicht, die Länge. Wenn wir Nein. gleich abbiegen müssen. Ja. Durch die Mauer durch sozusagen. Also ich glaube, dass diese Stadt hier auch unbedingt besichtigt werden muss, wenn wir mal irgendwann Zeit haben. Irgendwie haut das alles nicht hin. Hinter uns ist das Museum. Ja, da geht's als weiter. Ja, wir sind in Bursa angekommen. Und was macht man in Bursa? Wir gehen Iskender essen. Warum? 1800 ist das Ganze hier erfunden worden. Und ich glaube, wir gehen 1896, meine ich sogar. Und wir gehen dann dahin, zumindest bei den Nachfolgern, wer es erfunden hat. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist hier in der Nähe vom Zoo. Schauen wir mal. Yavuz İskenderoglu hat das 1867 erfunden. Und da gehen wir jetzt hin. Das ist der botanische Garten hier. So ein Freizeitbereich. Hier in Bursa ist ganz groß.
Bisher noch keine Hunde gesehen. Schön hier. Und nochmal so ein kleiner See. Hier in dieser herrlichen Parkanlage, Botanikpark. Schön gemacht. Hier. Bambuswald. Wir sind bei Iskenderolu. Kebab essen. Das ist das Original. Originaler geht's nicht. Da sind wir. Fang doch einfach schon mal an. Du liebst doch süße Sachen. Ich will es mal probieren. Was ist das? Wissen wir nicht. Haben wir vergessen. Irgendwas Pascha. Irgendwas mit Pascha. Sieht gut aus. Probieren wir mal. Ist jedenfalls süß. Garantiert. Mit Käse. So sieht's drinnen aus. Pack mal rein. Teşekkürler. Oben kann man dann auch noch sitzen. Ja, so sieht es hier von außen aus. Und man muss sagen, okay, es war gut. Eins der besten Iskender, aber wahrscheinlich nicht das Beste. Und es war für hiesige Verhältnisse teuer. Also wir haben 32 € bezahlt für 2,5 Portionen Iskender, 2 Getränke und einen 40. Nachtisch. Waren das 32 oder 42? Ich glaube 32 waren es, nicht 42 auf keinen Fall, 32. Genau. Ich gucke jetzt nach. Also kleiner Nachtrag, es waren 38 €. Ja, aber wir hatten auch Nachtisch. Aber wie gesagt, mit Nachtisch dazu und waren es 1100 Lira. Ja, ist halt was Besonderes hier, weil ist halt Iskender und Iskender Original gibt es nur hier. Jetzt gehen wir noch ein bisschen durch den Park, vielleicht macht Atesh noch mal ein bisschen was und dann, glaube ich, fahren wir weiter, oder? Genau. Ja, wir verlassen jetzt, wo sind wir hier? Bursa und fahren weiter nach Bandirma. Dort ist unser nächstes Hotel. 1,5 Stunden Fahrzeit. Von Bursa selbst haben wir natürlich bis auf den Park hier nichts gesehen, weil da brauchst du dann halt wahrscheinlich wieder einen ganzen Tag Zeit. Die haben wir nicht und ja, deswegen alles verschieben wir aufs nächste Mal, übernächste Mal, irgendwann mal. Wir kommen bestimmt mal wieder. Gut, dann geht es jetzt los nach Bandirma. Im Übrigen hier spielt Bursaspor. So Plandach oder sowas. So, wir sind in Bandirma angekommen, im Hotel Panderma Port am Hafen unten. So ziemlich das Einzige, was mit Hund aufgenommen hat. Hatten wir schon die Tage gebucht, aber hier sind wir nun. Ist ein sehr schönes Hotel. Zimmer ist auch schön. Ich zeig's mal ganz kurz.
die Decke. Ja, und morgen früh geht es weiter. Wir fahren dann nach Çanakkale. Das sind knapp, nicht in die Stadt Çanakkale, sondern gegenüber auf die Halbinsel, da wo denn der Befreiungskrieg damals war. Und ja, da fahren wir hin, knapp 2,5 Stunden Fahrt, bis wir da sind. Die Çanakkale-Brücke ist damit bei. Bin ich mal gespannt. Und ja, das war's für heute. Weiter geht's dann morgen.